Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Baumscheibenkunst-Esszimmer. Heute geht es um unseren neuen Esstisch. Im Grunde genommen nichts weiter als ein riesengroßes Hirnholzschneidebrett aus Eiche. Der Trick ist, dass die Füße Teil vom Hirnholz sind und quasi aus der Platte rauswachsen. Deshalb werde ich auf die Platte an sich nicht großartig eingehen am Anfang vom Video. Das ist ganz viel Hobeln, Kleben, Sägen und das Ganze wieder von vorn. Und später, wenn es dann an die interessanten Teile geht, werde ich ein bisschen ausführlicher erklären. Gut, dann kommt man mit in die Werkstatt.
Eigentlich käme als nächstes die Verleimung zur großen Tischplatte, aber da ist mir das Füllmaterial verloren gegangen. Im Grunde genommen das gleiche wie die anderen Verleimungen auch, nur halt mit sehr langen Schraubzwingen. Jeweils ein langes und 3 kürzere Stücke ergeben den Rohling für ein Tischbein. Die Beinrohlinge werden paarweise verleimt mit Papier in der Leimfuge. Anschließend werden die beiden Paare zu einem Viererblock verleimt, wiederum mit Papier in der Leimfuge. Der ganze Klotz kommt jetzt auf die Drechselbank und ist glücklicherweise symmetrisch und damit sehr gut ausbalanciert. Am Anfang drechselt man sehr viel Luft und man sieht kaum, wo man ist. Man kann eigentlich nur hier dieses Geisterbild anschauen und daraus erahnen, wo sich gerade der Meißel befindet. Abgesehen davon ist das Stück drechseltechnisch nicht weiter interessant und deshalb habe ich hier einiges übersprungen und gehe direkt ans Ende. Und hier sehen wir jetzt den Grund für das Papier in der Leimfuge. Jetzt können wir die 4 Rohlinge nämlich wieder voneinander trennen und haben 4 identische Tischbeine.
Eine Fuge habe ich mit dem Zwingen nicht ganz geschlossen gekriegt, da muss ich jetzt halt ein Stückchen einsetzen. Das Handling von dem großen Werkstück ist immer ein bisschen unangenehm und bei der Gelegenheit fällt mir jetzt auch auf, dass die Tischplatte, weil sie keine Längsfasern hat, einfach zu labil ist, trotz 5 cm Stärke. Und deshalb kommt da jetzt noch eine Gradleiste rein. Das hatte ich eigentlich nicht geplant, hat die Sache ein bisschen aufwendiger gemacht, aber es muss halt sein. Ich will keinen Tisch, der sich durchbiegt. Ich habe keinen Frästisch, deshalb muss ich hier ein bisschen tricksen. Also fange ich mit einer breiten Leiste an, sodass ich genügend Auflagefläche für die Fräse habe und lasse bei dem Schwalbenschwanz einen kleinen Streifen stehen. Den sieht man hier auch ganz dunkel schön sich abzeichnen. Später wird dann die Leiste in der Mitte geteilt und dieser Rand dient dann beim Aushobeln als Sicherung gegens Verkippen. Und wenn das dann erledigt ist, kann auch dieser Rand vollends weggehobelt werden, sodass man dann einen echten Schwalbenschwanz hat. Für die Nut wird erstmal mit dem Zylinderfräser der größte Teil vom Material rausgenommen. Dann werden die Führungsleisten versetzt und mit dem Schwalbenschwanzfräser das Gegenprofil zur Leiste ausgearbeitet. Der Mittelsteg in der Leiste wird nur mit ganz wenig Leim befestigt. Das dient nur dazu, dass er nicht rausfällt, ansonsten hält das Ding auf Klemmung. Dann wird es noch ein bisschen versäubert und geölt. Das Öl ist tatsächlich an manchen Stellen durch die 5 cm starke Platte durchgesickert.
So sieht das gute Stück jetzt also zu guter Letzt aus. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen netten Kommentar freuen oder auch einen Daumen hoch oder auch ein Abo und natürlich auch, wenn ich euch das nächste Mal wieder auf meinem Kanal begrüßen könnte. Bis dahin, macht's gut, danke, ciao!